So, das wird das erste Video von 3, 4, vielleicht 4, 5 Videos, weiß ich noch nicht. Und zwar hat in meinem Haus, das wurde 1983 gebaut, da hat man damals eine Solarheizung eingebaut, die mittlerweile nicht mehr existiert, und einen Holzofen. Und um den Holzofen und die Solarheizung richtig laufen zu lassen, kam damals dieser Speicher rein, 1000 Liter oder 950 oder irgendetwas Liter. Davon sind 250 Liter Brauchwasser und der Rest, über 700 Liter, sind für die Heizung. Mein Vater ist dann gestorben und dann fing dann an, auf Baustellen zu gehen, und dann war niemand mehr zu Hause, um den Ofen rechtzeitig einzuheizen. Und nur hier über die Heizsonde zu heizen, war einfach zu teuer. Darum haben wir uns dann entschieden, damals die Gasheizung einzubauen mit dem 200 Liter Speicher dazu. Wir sind jetzt mittlerweile vier Leute im Haus, ein 5. kommt noch dazu, und da sind die 200 Liter einfach zu wenig. Jetzt wollte ich auch vom Gas weg. Solaranlage ist ja schon auf dem Dach, also habe ich dazu entschieden, die Gasheizung abzuklemmen, noch läuft sie, und dann eine Wärmepumpe einzubauen, die über Solar läuft. Das kommt dann hier irgendwo da oben über dem Sturz, werde ich dann so reinkommen und die Wärmepumpe da draußen rausstellen. Ja, da haben wir oben ein paar Leitungen, die da rüber gehen. Das ist die Fußbodenheizung vom nächsten Stock, muss ich noch isolieren. Dann haben wir hier die so hoch und drüber die alten Leitungen. Die hat leider der Installateur, als er die Gasheizung eingebaut hat, anstatt wie erwünscht drin gelassen und abgeklemmt, hat er sie einfach hier abgeflext. Das muss ich jetzt reparieren oder ändern. Eine andere Sache, und dafür ist, der Speicher steht auf dem Beton. Das ist natürlich Isolierungstechnik nicht gut. Und da sollen jetzt 10 cm XPS drunter heute. Damit ich das bewerkstelligen kann, muss der Speicher mal 10 cm in die Höhe. Und dafür muss ich die Rohre abnehmen. Dann zusätzlich kommt noch oben, hier wird der Eingang für die Wärmepumpe sein. Unten der Ausgang für die Wärmepumpe. Also Rücklauf zur Wärmepumpe. Da dazwischen, das muss ich rausnehmen. Das werde ich hier trennen müssen. Dann kommt Warmwasser hier retour. Und auch hier, da wo das Wasser von der Wärmepumpe kommt, geht es auch zur Heizung. Der Grund, warum ich das so zusammenlege, ist, ich möchte, dass das heiße Wasser von der Wärmepumpe hier direkt reinkommt, weil eben da drin im oberen Teil der Kessel ist, der das Warmwasser hält. Der soll als erstes heiß werden. Das Brauchwasser muss als erstes heiß werden, damit wir unser Bad haben können. Und dann soll auch der obere Bereich bleiben. Darum speist die Heizung dann von der Mitte aus ein. Und der Rest ist eigentlich Wärmespeicher. Ja, jetzt fange ich damit an, dass ich mal die Flex nehme. Zuerst versuche ich es mit der Rohrzange. Schauen, ob ich die Leitungen oben zum Lösen bekomme. Also sprich, die 2 und die andere dort, weil die sind beim Anheben dann im Weg. Denke ich, ja, da komme ich nicht so hoch hoch. Dann, um das Ganze anzuheben, verwende ich das hier. Und zwar kommen in die Decke im 8 mm Schwerlastanker rein, dann Ringschrauben dran. An die Ringschrauben dann kleine Umlenkpullis, zusätzlich hier ein Umlenkpulli und beim hinteren oberen Auslass auch noch, und dann kann ich mit der Rippschnur einfach durchgehen, einmal hoch, um den Pulli runter, wieder hoch,
und die Umlenkrolle rüber zur Umlenkrolle, runter und wieder hoch zum Fixpunkt. Dann sollte ich ein Viertel vom Gewicht am Seil haben. Der Kessel ist leer oder der Speicher ist leer, laut Aufschrift 95 Kilo. Also sollte ich ungefähr 25 mit Restwasser, vielleicht sagen wir 30 Kilo Seilzug haben. Ja, so ein Ding kann 75 Kilo halten, also hier und dort ist ausreichend, um das anzuheben. Wasser habe ich zum Glück abgelassen. Ja, das wird jetzt das erste sein. Schauen, wie gesagt, ob ich das eventuell aufbekomme, ob ich die Leitungen hier aufbekomme. Hier ist ein Trenner vorgesehen. Ich habe den jetzt die letzten Tage noch mit ein bisschen Rostlöser eingelassen. Ich hoffe, dass ich den aufbekomme. Dann wird es mir einfach den Rest wegzubekommen. Und dann, ja, die kleineren Rohre hier kann ich einfach mit der Flex bearbeiten, mit dem Winkelschleifer, und dann lege ich los. Ich drehe jetzt wieder um, dann solltet ihr mehr sehen. So, ich lasse euch jetzt so laufen. Ich stelle die Kamera ein bisschen zurück. Vielleicht wird dann der Winkel noch ein bisschen besser. Ja, hier sind noch Säulen drin. Da war früher das Holzlager hier, Holz und Kohle. Also die Säulen sind noch drin und werden vorerst noch drin bleiben. So, erstmal schauen, ob ich das zum Lösen bekomme. Dafür muss die Leiter noch aus dem Weg. Das ging, überraschenderweise. Ja, soweit gelöst. Jetzt, das Rohr hängt hier noch dran. Da habe ich keine Möglichkeit, das zu lösen. Ich müsste das ganze Rohr so drehen, um hier lösen zu können. Also werde ich da hinten einfach mit dem Winkelschleifer das Querrohr abschneiden, damit ich das obere Rohr rausbekomme. Gut. Erstes Rohr raus. Papierdichtung ist da dazwischen. Okay. So, erstes Rohr raus. Zweites. Da würde ich es zum Drehen bekommen, aber dafür ist das Rohr zu lang. Jetzt versuche ich es da mal mit der Rohrzange nochmal. Ja, da stehen wir oben an. Den Kessel möchte ich nicht verdrehen. Ich schneide jetzt oben nochmal ab, zumindest der Winkel, der seitlich wegsteht. Dann kann ich das Rohr rausdrehen. Okay.
Jetzt kann ich das roh aber vorerst auch so lassen. Nein, ich muss es noch kürzen, aber egal. Ich nehme es jetzt mal raus. Ich muss es dann eh kürzen. So, sind die zwei Rohre mal aus dem Weg. Jetzt muss das obere noch raus. Da gibt es wieder ein Verbindungsstück. Zeige euch. Da ist wieder so ein Verbinder drin. Da schaue ich gleich, ob ich den aufbekomme. Das muss sowieso raus, weil hier muss eine größere Leitung rein. Zollrohr, das ist jetzt 3/4 Zoll. Da soll Zoll rein. Hier haben wir Zoll, hier haben wir Zoll und hier ist wieder 3/4. Also auch hier größer machen. Zollrohr rein. Na, eigentlich kommt das zu. Oben brauchen wir ein T-Stück. Wasser von der Wärmepumpe, Wasser zur Heizung. Und eigentlich könnte ich Wasser zur Heizung auch hier fahren. Da ist im Moment nur das Überdruckventil drin. Da könnte ich hier fahren und zur Heizung. Dann geht es nämlich nicht direkt von der Wärmepumpe zu der Heizung, sondern es muss immer von der Wärmepumpe um den Brauchwasserkessel herum, dort raus. Ist so nur so ein Gedanke von mir. Ich habe noch nie eine Heizung gemacht. Aber das klingt für mich logisch. Das ist der Heizstab, der sollte noch funktionieren. Durchgemessen habe ich ihn, der Widerstand stimmt. Und hier wäre noch eine Wärmetauscher drin. Wie man sieht, hat man den nachträglich hier eingebaut. Und da werde ich jetzt am Anfang noch die Gasheizung mit anschließen. Falls es irgendwelche Probleme gibt, könnt ihr im Notfall da noch mit Gas, mit der Gastherme da reinheizen. Und also, falls mal keinen Strom gibt oder so, man weiß ja nie. Aber normalerweise sollte der Speicher groß genug sein, dass wir das tagsüber mit Solar zum Heizen bekommen und dann in der Nacht davon das Haus heizen und das Brauchwasser. Sollte mit 1000 Liter Speicher genug sein, gehe ich mal davon aus. So, jetzt versuche ich mal, ob ich da reinkomme, das zu öffnen. Da kommt nämlich dann ein Blindanschluss rein. Den muss ich nachher noch kaufen gehen. Oder ich nehme nur das Rohr weg und mache das Rohr zu und lasse den großen drin. Aber hier, den muss ich irgendwie rausbekommen, den oberen. Aber jetzt mal schauen, kriege ich den raus? Bewegt sich der überhaupt? So nicht. Ja, mal schauen. Da muss auf jeden Fall was Größeres rein. Der Anschluss ist zu klein. Nehmen wir Zoll. Da haben wir Zoll. Ja. Das muss zu werden. Und dann gehen wir mit Zollrohr rüber zur Heizung und da kommt auch ein neuer Heizverteiler dann rein. Aber da passiert heute sicher nichts. Zuerst muss mal der Kessel nach oben.
So, es bewegt sich zwar das Rohr im Verbinder, aber das bringt mir nicht wirklich viel. Ich muss den Verbinder selbst lösen und der will im Moment noch nicht. Jetzt stehe ich aber mit dem Rohr an der Wand an. Also schauen wir mal, ob ich jetzt Glück habe. Jupp. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch neue Dichtungen organisieren, bevor ich das wieder zusammenbaue. Wobei das, wie gesagt, brauche ich sowieso nicht. Da kommt ja ein größerer Anschluss rein. Ich muss immer wieder mal hinter die Kamera gehen und nachschauen, weil ich hatte die letzte Zeit mal Probleme, dass sich die Kamera von alleine ausgeschaltet hat während dem Filmen und ich möchte nicht, dass ihr da was verpasst. Okay, so im Moment will das noch nicht raus. Aber solange der Kessel am Boden steht, hätte ich noch mehr Gewalt. Also wäre es besser, wenn ich das jetzt schon mache, bevor ich den auf das XPS stelle. Mal schauen, was ich da machen kann. Ich hoffe mal, dass der Hanf nicht aufschwillt, wenn ich Rostlöser drauf gebe. Oder was natürlich gut möglich wäre, dass das passiert. Aber ich hoffe mal nicht. Und falls ihr euch fragt, warum da so viel PU-Schaum an der Wand ist, der nächste Raum hier ist die Werkstatt und die Garage und da ist eine Mauer, die hier, Betonziegel, dann sind 10 cm Isolierung und dann nochmal die Betonziegel von der Garage selber. Jetzt hatten wir das Problem, dass sich Mäuse eingenistet haben in die Isolierung dazwischen und die kamen dann hier raus und haben sich dann im Haus verteilt. An der ganzen Heizungsleitung entlang. Darum habe ich dann überall Bioschaum reingemacht, dass das Ganze aufgehört hat. Hat auch funktioniert. Wir sind jetzt seit 3 Jahren wieder mäusefrei im Haus. Außer die gelegentliche Maus, die meine Katze reinbringt, aber die überlebt normalerweise nicht lange. Also meine Katze erledigt das. So. Ja, da ziehe ich mal nur den Speicher. Das gefällt mir jetzt im Moment nicht so. Oben könnt ihr einen Hammer nehmen, um das mal vorzulösen. Schauen, ob das was bringt. So, ja, wie gesagt, ein kleiner Hammer. Also es bewegt sich, nicht genau da, wo ich gerne hätte, aber es bewegt sich.
schon mal ein guter Start. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Das will nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Vielleicht wäre ein Bunsenbrenner nicht schlecht, um das Ganze mal anzuheizen. Den habe ich aber... Nee, den habe ich im Moment nicht zu Hause. Da ist bei einem Freund. Da hilft mir natürlich heute auch nicht viel. Mann, da drehe ich wirklich nur den ganzen Kessel rum. Aber gut, den heben wir dann sowieso wieder in Position. Da brauche ich auf jeden Fall unten ein 3/4 Blind. Und hier brauche ich einen Zollanschluss. Am besten noch 1,5 Zoll T auf 2 Zoll, wenn es sowas gibt. Keine Ahnung. Und dann könnte ich das 1,5 Zoll direkt reinmachen. Und dann auf Zoll ausbessern, obwohl ich glaube ich schon gesagt habe, ich mache es von der anderen Seite, ist glaube ich besser. Wenn ich das auf der anderen Seite nächstes Mal rausbekomme. So einen großen Gabelschlüssel habe ich nicht. Ein längerer Hebel bei der Rohrzange bringt auch nicht wirklich was, wenn sich der Kessel die ganze Zeit bewegt. Gefällt mir im Moment nicht. Das untere haben wir, das mittlere haben wir, das fehlt uns noch. Also nochmal Wärmepumpe oben rein, unten raus. Heizung oben raus, unten rein. Also Kaltwasser da wieder zurück. Sollte funktionieren. Aber dann muss davor wirklich oben das Rohr raus. Hier gehen noch die unisolierten Fußbodenheizungen durch oder Rohre durch. Dadurch ist ihm hier im Kopfbereich relativ warm. Ungemütlich. Ja, so. Dann haben wir noch mal ein bisschen weiter, schauen, ob sich was bewegt. Also bewegen tut sich auf jeden Fall was, aber eben
nur das Dreiviertel Zoll Rohr, der Bogen hier. Fuck. Mann, oh Mann. Ja, kann man niemand sagen, das hat man nicht gut angezogen damals. So, hier sollte jetzt was reinstecken können, aber ich überlege es gerade. Von der Wärmepumpe, die Wärmepumpe selbst hat einen 1 Zoll Anschluss. Da kommt ein Nehmdurchmesser 25 Leitung mit, die dann hierher kommt. Das sind keine 25. Das sind eine 20er. 3/4 Zoll sind 20er. Also, wenn, dann möchte ich schon die richtige Größe haben. Das Rohr ist jetzt auch kaputt. So, das raus. Das Schöne ist, die Rohre sind alle 40 Jahre alt, 43, 44 Jahre alt. Und ich hätte erwartet, dass die rostmäßig und kalkmäßig viel schlimmer beieinander sind. Aber die schauen eigentlich gut aus. So, jetzt muss ich schauen, dass ich das hübsche Gussteil da rausbekommen. So, das ist die Magnesiumbalanze. Die werden wir eventuell auch noch rausnehmen und anschauen, ob die noch gut ist. Da haben wir 2 Temperaturfühler. Einmal für den Schalter von der Wärme, von der Heizsonde. Dann haben wir da, wie gesagt, Trinkwasser Ein- und Ausgang. Das wird das Erste, was ich machen muss, und zwar das Trinkwasser da drüben trennen, hier zusammenschließen und wieder zusammenbauen, sodass wenigstens für die Zwischenzeit die Heizung noch weiter läuft. Ich habe nicht die Zeit oder die Möglichkeiten, alles auf einmal zu machen. Also werden es immer wieder kurze Abschnitte. Aber ja. Noch läuft die Kamera. Mikrofon funktioniert auch.
So, dann schauen wir da nochmal, ob sich da irgendwas bewegt. Ich befürchte zwar, dass da nichts passieren wird. Ja, geht nur ins Kreuz, sonst nichts. Jetzt werde ich noch versuchen, mit dem Flachmesser zu holen und versuchen, gegen den Sechskant zu schlagen. Also gegen die Uhrzeigersinn auf den Sechskant auch draufschlagen, um das versuchen loszulösen. Komm gleich wieder. So, ein Flachmesser. Und zwar werde ich jetzt mit dem Flachmesser so gegen die Mutter schlagen, oder das Fitting besser gesagt, um das Fitting so lösen. Ich weiß, dass es mit Hanf drin ist, also es ist nicht so, dass es wie sonst, wenn es Metall auf Metall ist, dass es beim ersten Lösen los ist. Also es wird ein bisschen dauern, wenn es überhaupt funktioniert. Abrutschen ist nicht gut, wenn überall scharfe Kanten sind. Autsch. Ja, ein bisschen Haut weniger. Aber ich werde versuchen, jetzt den Kessel mal ein bisschen zu drehen. Dann komme ich mit der Zange hinten rein und kann nach unten ziehen. Weil wenn ich nach oben ziehe, hebe ich nur den Kessel an. Oder den Speicher. So, worauf wir auch immer gestanden sind, jetzt stehen wir nicht mehr drauf. Ich hole mal einen Spanngurt, vielleicht kann ich es mit dem Spanngurt ein bisschen bewegen. Ein kleiner 500 Kilo Spanngurt. Da gehe ich jetzt einfach beim untersten Anschluss rundum. Dann nehme ich den Spanngurt noch doppelt. Dann sollte das hoffentlich genug sein. Dann hier mal doppelt um die Rohrzange. So. Da passiert mal nichts.
So, wie viel Hitze würde ich da brauchen? Verwende habe ich nur den ganz kleinen Bunsenbrenner da. Ich gehe mal schauen. Bis gleich. So, ich habe mich dazu entschieden, dass ich schnell zum Baumarkt fahre. Bunsenbrenner werde ich immer wieder benötigen. Meinen Freund habe ich gerade angerufen, der hat gemeint, da ist sowieso was falsch mit dem Bunsenbrenner. Er wird sich finanziell am neuen beteiligen. Dann kann ich gleich schauen, dass ich da auch die richtigen Verschraubungen bekomme. Einmal mindestens 3/4 Zoll blind. Oder wenn ich das rausbekomme, das raus. Und das dann blind. Und ja, so ein Verbinder hier auch noch rein. Das ist auch Zoll. 1 Zoll. Und ja, das soll es für erstmal sein. Ja, sehe ich später nochmal. So, jetzt war ich beim Baumarkt. Habe die billigsten Bunsenbrenner, die ich gefunden habe, geholt. War eigentlich billig Lötlampe. Nur so ein Aufsatz für die Gaskartusche. Aber das sollte eigentlich reichen. Dann habe ich auch geschaut, ob ich die 1,5 Zoll Blindanschlüsse und auch die Verbinder hier bekomme. Aber da wurde mir im Baumarkt nur gesagt, sie haben nur bis Zoll. Da können sie leider nicht helfen. Damit muss ich leben können. Jetzt kommt noch der runter. Der auch. Und hinten mache ich dann, wenn ich die Verschraubung raus habe, die werde ich aufbohren auf dem Indoor-Messer und dann das aufschweißen. Ja. Oder ich schweiße ein Rohrstück auf, weil Guss ist nicht immer gut zu schweißen. Ich schweiße ein Gewinderohrstück auf und mache dann einen Rohrbogen drauf. Vorne das gleiche. Vorne kommt dann das rein. Einmal Heizungswasser hier und hier das Überdruckventil. Aber jetzt schauen wir mal, dass ich da hinten so, irgendetwas ist da faul. Wenn wir bin ich vielleicht zu blöd. Keine Ahnung, was davor nicht ging. Ja, ich lasse den Spanngurt auf Zug, dann sehe ich gleich, wenn es sich löst. Aber ihr könnt gerne herkommen und zuschauen.
Komm schon, jetzt hat sie es gerade bewegt. So, Feuer ist unser Freund. Jetzt nur nicht anfassen. Und dasselbe muss ich jetzt irgendwie da auch herbringen, damit ich das rausbekomme. So, das war mal auf jeden Fall das. Und jetzt muss da noch dasselbe raus. Ja, nein. Müssen wir in dem Fall auch heiß machen. Da sehen wir jetzt natürlich nicht, ob sich schon bewegt. Aber ich heize jetzt mal ein bisschen und dann schauen wir nochmal nach. Da muss ich sowieso zuerst mal alle Anschlüsse fertig bekommen. Weil da kommt noch 10 cm Glaswolle dann später am Schluss drauf. Und dafür muss zuerst mal alles angeschlossen sein, damit ich da so anschließen kann, isolieren kann. Weil nachdem ich es isoliert habe, komme ich nicht mehr dazu. Klar. So, schauen wir. Die Zange ist noch schön mehr als handwarm von davor. Ja, Feuer ist gut. Gut, soweit ist los. Jetzt kann ich den Kessel mal wieder ein bisschen drehen.
wir da noch dazu kommen. Besser. Hoffentlich. Anscheinend nicht genug gedreht. Gut. Wieder was raus. Jetzt kann ich ja eigentlich... Also da müssen wir noch blind machen. Da wird jetzt wieder die Gasheizung nach und sagen, dass schlechte Luft ist im Raum und dass die Abgaswerte nicht stimmen. Jetzt macht noch ist das lösen, kommt Wasser nicht, wie weit die da reinkommen, aber so weit wie möglich lösen und dann ein Blindstück drauf machen. Gut, das ist auch raus. So, der kommt jetzt rein. Als Dichtung verwende ich Loctite 55. Und zwar wird er einfach da schön, wenn man es halbwegs herbekommt, ins Gewinde reingelegt. Am besten in jeden Gewindegang, wenn man es schön herbekommt. Und dann am Ende abschneiden wie Zahnseide. Und rein. Dann können wir eigentlich die kleine Rohrzange verwenden. So, dann können wir da den
Spanngurt wieder wegmachen. Und jetzt kann ich eigentlich anfangen, oben das anzuheben. So. Und dann nehmen wir einmal hier hoch. In der Zwischenzeit können die ganzen Fittings, die wir rausgenommen haben, auskühlen. Oder der Kessel auskühlen natürlich. So. Und durch. Dann einmal darauf. Und daneben nochmal. Okay, Eisen erwischt. Ja, mit vollem Akku funktioniert es besser. Der ist schon leer. Komm sofort wieder. So, haben wir den Akku geholt. Jetzt kann ich noch schnell die zwei Anker da raufsetzen. Den voranziehen, damit er ordentlich beißt. Okay, der fängt auch an zu beißen. Dann zwei Ringschrauben. Und dann können wir da auch gleich zwei Umlenkrollen dranhängen.
Also jetzt kommt die Mutter vom Schwerlastanker runter. Und stattdessen die Ringschraube oder Ringmutter drauf. Ja, schweres Ding. Schauen wir, dass wir hier ein bisschen zum Anziehen bekommen. Das kann ja nirgends hin. Kohlen dran. Und dann dasselbe hinten in der Ecke. Ja, ihr seht dazu. So, dann schauen wir nochmal. Und zwar hier. Eins. Zwei. So, ich denke mal die ganze Zeit, was das für komische Geräusche sind. Aber das bin ich. Meine Meinung. So, Ringschraube 1. Und die zweite liegt natürlich ganz da hinten. So, hier brauchen wir jetzt nur eine Umlenkrolle. Weil das letzte ein Fixpunkt ist. Seilendpunkt dort. Also das. Und jetzt mehr brauchen wir da mal nicht mehr. Im Moment zumindest.
Dann brauchen wir kürzere Rebschnur. Und zwar, um die unteren Fittinge rundum zu gehen und da nochmal eine Rolle zu befestigen. Nicht mit den Händen machen, da verbrennt ihr euch. Außer sie sind schön schmutzig, dann bleibt nichts kleben. So, jetzt kommt die Rolle einfach noch so rein. Binde ich. Das kann ich euch von der Nähe zeigen. Und zwar möchte ich, dass die abrutscht. Befestigen würde es eventuell da rausrutschen. Das will ich nicht. Also ist da fest. Da kann sie eigentlich nirgends mehr hin. Und das gleich fest mache. So, jetzt gehen wir da einmal noch rundum, damit es mehr oder weniger ein Bürger wird. So, jetzt bin ich genau falsch rum rein. So. Jetzt hinten einfach ein Knoten. Schön legen, damit es sich auch zuzieht. Und jetzt habe ich die Rolle da oben, wo sie hingehört. Das ist jetzt Nummer 1. Und da Nummer 2. So, von Zeit zu Zeit geht mein Mikrofon immer wieder aus. Keine Ahnung. Zeigt immer, dass er keine Verbindung mit dem USB-Anschluss hat. Obwohl er direkt angeschlossen ist. Also, egal jetzt. Das kommt da rundum. Das zweite Seil mit der zweiten Rolle. Und dann kann ich sowieso das Seil schon einziehen. Also einmal rundum. Wieder durch die Rolle durch. Nochmals rundum. Wieder durch die Rolle durch. Und dann einen Knoten machen. Frag mich nicht, wie der Knoten heißt, habe ich keine Ahnung. Aber er hält. So, noch ein bisschen lösen. So, dann versuche ich hier oben noch mit dem Seil links und rechts vorbeizugehen, damit wir gestützt sind. Aber jetzt müsst ihr zuerst mal wieder auf die Seite. So. Nach hinten gehen, schauen, ob alles wieder passt. Ja, bisschen mittig. Und dann schauen wir. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt mit dem Seil durch die erste Rolle rein. Also, erste Rolle rein, runter, durch die Rolle durch, hoch, dann durch diese Rolle. Und dann gehen wir da rüber. Jetzt da wieder die Umlenkrolle rein. Durch die
Umlenkrolle von unten durch. Und dann machen wir das da fest. Gut. Und laut Adam Riese, wenn ich jetzt hier ziehe, habe ich vielleicht doch noch nicht genug Kraft. In dem Fall muss ich noch mehr Umlenkrollen einbauen. Ich habe noch mehr. Dann mache ich einfach noch zusätzliche rein. Aber es kommt mir auch so vor, als wäre da der Reibungswiderstand relativ hoch beim Rollen. Aber ja, da kann ich gleich oben lösen. Rolle gleich dazu hängen. Und dann binde ich es unten fest. Dann haben wir mal schon wieder ein bisschen mehr Kraft. Okay, dann hole ich noch 2 Umlenkrollen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sind ein bisschen kleinere, die sind nur für 40 Kilo, aber die werden es auch tun. Schauen, ob das Mikrofon funktioniert. Jupp. Ja, jetzt brauche ich da nochmal ein Stück Rebschnur. Karabiner habe ich keine mehr, zumindest nicht solche, die was halten, nur die kleinen für den Schlüsselbund. Aber da komme ich auf keinen grünen Zweig. So, ja, da gibt es sicher andere Möglichkeiten, so einen Kessel richtig zu heben. Richtiges Werkzeug, richtige Maschinen, mehr Leute, was auch immer. Aber ihr kennt mich, ich arbeite gerne alleine. Und darum, ja, Flaschenzug hilft. Oder sollte helfen. So, jetzt fahren wir da mal ab. Schauen wir mal, ob ich den Knoten da lösen kann, weil dann kann ich da einfach noch 2. Ja, der lässt sich noch lösen, der Knoten. Gut. Dann kann ich da einfach direkt 2 noch dazu hängen. Wieder den Knoten drauf. Ja, das ist genau der Knoten. Ja, scheiß drauf.
Wird zum Schiff gehen und oben schaue ich, dass ich da noch einfach beim Karabiner die dazu hängen kann. Einmal bei dem dazu. Und einen bei dem dazu. Jetzt muss aber das Seil gut. So, von unten dadurch, dann dadurch, dadurch, da nochmals durch und dann schlussendlich dadurch. Da ist schon mehr Reibung jetzt allein in den Umlenkrollen drin. Es wird wohl nichts werden mit den kleinen Umlenkrollen. Sieht nicht so aus, als würde das was werden. Die kleinen sind auf jeden Fall zu klein. Das funktioniert auch nicht. Zu viel Seilreibung dazwischen drin. Es löst sich nicht mehr von selber vor lauter Reibung. Vielleicht ist schon das Seil zu schwach, zu weich. Ich komme gleich wieder. Was anderes probieren. So. Stahlseilzug. Den muss ich noch auf der Seite an die Wand dübeln hier. Schauen, dass ich noch die richtige Seite hinbekomme. So, her. Dann bringe ich das Seil raus, ziehe das Seil durch, bringe es wieder rein und dann sollte das funktionieren. So, sehr schnell. Das Seil raus. Und dann machen wir das da her. Schauen wir mal. Da kriegen wir das noch zum Sitzen. Also einmal hier.
so kleine, ja, falsche Dübel. Kommt sofort wieder. Geht besser, wenn man 10er Dübel, 10er Loch macht, statt 12er Dübel. Sollte ihr das Mikrofon vielleicht wieder mal zu mir nehmen. So, so machen wir mal. Die Schraube angesetzt. Komisch. Befestigungslöcher für die Seilwinde sind wirklich schlecht gewählt. Und zwar sind die genau hinter der Querstange hier. Na gut. So, jetzt muss ich mit dem Seil wieder von hinten anfangen. Das Textilseil kann ich wieder rausziehen. Jetzt werde ich auch nur die großen Seilrollen verwenden. Und natürlich habe ich mit der Übersetzung da auch ein bisschen mehr Zug als von Hand alleine. Gut, jetzt das Stahlseil muss jetzt da durch. Und dann hoffe ich mal, dass ich da nachher nichts verknote.
Also, wie gesagt, einmal hier durch. Nein, zuerst unten durch. So. Ja, bleib wo du bist. Dann kommen wir da oben her. In die Rolle rein. Da durch die Rolle durch. Da durch die Rolle durch. So. Stecke mal das Seil da durch, dass es so da bleibt, wo es im Moment haben und nicht davonläuft wieder. So. Da durch. Gut. Dann kann das Seil da wieder runter und dann können wir da mal wieder einführen. Und zwar wird es da einfach so durchgeschoben. Dann da durch. Das kann ich euch noch von der Nähe zeigen. Und das Seil wird durch Eibenreibung da rein, außenrum, raus. Da ist da nochmal ein Loch. Also da wieder raus, dann kommen wir da nochmal durch, da nochmal, da auch nochmals. Und dann da noch ein letztes Mal wieder rein. Dann haben wir da einfach ein großes Stück Reibung aufgebaut. Dann können wir das ziehen. Jetzt müssen wir hinten noch den Fixpunkt festlegen. Sprich, der Haken am Ende vom Seil muss oben rein. Und dann können wir jetzt das ganze Seil langsam aufwickeln.
So, da haben wir jetzt eine Hederei. Das wollen wir natürlich nicht. Irgendwo hängen wir schon wieder? Na, jetzt sind wir wirklich gleich einmal dran am Anheben. Soweit, ja. Da hinten kämpft er noch ein bisschen dagegen. Ja, da wäre ja eine Holzplatte drunter legen müssen, weil der Boden ist nicht gerade unten, sondern hat unten die normale Kesselform und dann einen Rand runter. Also brauche ich dann, sobald das Ding in der Luft ist, einen Rand, den ich auf die XPS-Platten ablegen kann. Ein Holzring. Weil wenn ich nur den Rand ablege, drückt es mir dann in die XPS-Platte rein und dann steht er nicht mehr gerade. So, jetzt müssen wir oben schauen, ob wir noch nicht irgendwo bei irgendwelchen Rohren anstehen. Nein. Das geht sich noch gut aus. Wie ihr hört, ist noch Wasser drin. Aber nicht mehr zu viel. So, mal schauen. Das schaut so aus, als hätte man da einfach nur Steinwolle damals runtergelegt. So. Schön wäre natürlich, wenn er gerade hängen würde, aber das geht sich da nicht so einfach aus, weil die Umlenkrollen einfach zu scharfkantig sind. Das Komische, das Seil ist nicht mehr so stark gespannt. Der Staub ist zum Kotzen.
besser. So, schlussendlich kommen dann die Platten drunter. Und da, wie gesagt, brauche ich jetzt noch eine Holzplatte, um das Gewicht zu verteilen. Mir gefällt, wie die Drehung vom Kessel im Moment gefällt mir. Mal schauen beim Absetzen, dass wir es richtig schön absetzen. Und ich hole mal schnell einen Rollmeter. Dann bin ich gleich wieder bei euch. Gut, dann schauen wir mal. cm, so ist. Und dann ob wir noch was haben, holzmäßig mit 80 cm. So, wie es aussieht, war die Isolierung, die da jetzt unter dem Kessel war, nicht gewollt runter, sondern ich glaube, das war eines der Mäuseneste. Mäuseneste? So ist in der Richtung, ja. So, da ist Platte 1. So wie es aussieht, muss ich die Platte 2 noch zuschneiden. Damit wir da nicht vorbeikommen. Die Knie schnell zuschneiden. Platte 2. Ganz ins Eck. Und jetzt eine Holzplatte drauf. Da wollen wir dann so ein bisschen rausschwenken, bevor wir es ablassen. Eventuell kann mir der Bruder helfen beim Ablassen dann. Aber wir gehen jetzt mal nach oben. Und schauen, wie er so durchkommt. Ja, irgendwo habe ich noch Platten gehabt. Aber nichts stabil genug. Und schauen, vielleicht habe ich noch Spanplatten 2 übrig. Nicht Spanplatten. Schalttafeln. Da könnte noch sein, dass ich noch was habe. So, was wir jetzt machen, ist ein bisschen schummeln.
Und zwar habe ich noch eine alte Schalltafel, die verwittert und kaputt ist. Die ist aber nur 50 cm breit. Und wie gesagt, verwittert. Was ich jetzt machen werde, ist das zusammen mit dem Brett verbreitern. Und dann ja, so zurechtschneiden, dass es zusammen ein großes Brett wird. Es muss ja nicht wirklich schön zusammenhalten, weil der Druck wird dann auf der Platte gleichmäßig sein, schlussendlich, hoffentlich. Also. $80 brauchen wir. Jetzt machen wir da mal 85. Lieber habe ich das ein bisschen rausstehen, als dass es noch hat nicht draufsteht. Und dann würde ich sagen, nehme ich einfach die Teile, mache sie links und rechts dran, damit wir einen 80er Kreis herbekommen. Sollte normal kein Problem sein. Sollte. Man sieht jetzt so, dass die Platte so relativ gut verzogen ist. Aber ja. Das ist eine Sache. Dann muss ich da die Metallverbindung wegschneiden. Dann den Mittelpunkt von der Platte. Und dann kann ich schon den 80er Durchmesser draufzeichnen. Da, wie gesagt, lasse ich ein bisschen drüber stehen. Das sind jetzt 84 da. Also machen wir da 42. Da ist 25. Also brauchen wir da 15 dazu und da 15 dazu, dann sind wir auf den 80. Und dafür können wir einfach das gefühlvoll trennen. Dann, wie gesagt, die Platte drauf. Die werden wir jetzt mit kleinen Schrauben befestigen.
So, schauen wir mal, ob das so ungefähr gerade liegt. Gerade genug. Gut. So, ungefähr mittig rein. Die hat nicht gezogen. Die hat gezogen. Und das gleiche da. Ungefähr mittig rein. So, dann machen wir das Ganze nochmals. 42. Dann haben wir da Kit 25. Und dann die 80. Oder haben wir gesehen? 84. Also 84. So. Ein kleines Abfallblech, ja, Brett. Dann schauen wir da nochmal 42. Das sollte passen. Es soll sich ausgehen.
Dann schauen wir mal, ob wir das zum Einzeichnen kommen. Einigermaßen ein Kreis. Okay, perfekt ist es nicht, aber funktionieren wird's. Wenn es schön werden sollte, würde ich jetzt meine Oberfräse nehmen und durchfräsen, aber das brauchen wir nicht. Gerade ist schon was anderes. Und den Rest mit der Stichsäge, oder? Passt. So. Ein extra grobes Sägeblatt. Und dann schauen wir da nochmal. Okay.
So. Haben wir das auch erledigt. Was ich jetzt mache, ist da 2 Gurte her und dann kann ich das untere Brett wieder wegmachen. Oh, wir lassen das Brett, dann muss ich es aber schnell reinigen ein bisschen. Dann wird das Gröbste von der Farbe weg. Sollte normal kein Problem sein. Gut genug. Jetzt können wir wieder nach unten gehen. So, sind wir wieder da. Funktioniert das Mikrofon. So, schauen, ob wir schon hoch genug sind. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch hoch. Dann muss ich da hinten einen Abstand zur Wand reinmachen. Schlussendlich kommt da ja noch 10 cm Isolierung drum. So. So wäre es schön. Ja. Es würde soweit gut passen. Mal schauen, dass ich das gerade runter bekomme.
Okay, noch hängen wir. Wie schauen wir aus hinten? Würde passen. Der ist nach hinten. Dann schaue ich da, dass ich von der Wand doch noch ein bisschen wegkomme. Nur, dass wir so. So, jetzt steht er genau da, wo wir wollen. Gefällt mir soweit. Ich gehe schwer davon aus, dass er sich mit mehr Gewicht dann mehr setzt. So, das haben wir zu. Jetzt haben wir einmal Zuleitung. Jetzt haben wir dann da oben Zuleitung, Wärmepumpe. Da haben wir Rücklauf zur Wärmepumpe. Dann haben wir da vorne Vorlauf zur Heizung. Da kommt dann das da rein. Und das Druckbegrenzungsventil drauf. Und da haben wir Rücklauf, Heizung. Ja. Ja, das ist es. Das kann ich noch anfangen. Zu planen wäre das am besten für Rohre. Da muss dann Heißwasser da rein, also die silbrige Leitung, die isolierte Leitung ist Heißwasser ins Haus nach oben. Kommt jetzt in dem Moment von dem Boiler da unten. Und die blanke Leitung, die da daneben, die ist Kaltwasserzuleitung. Jetzt muss ich da oben anspeisen und dann so rüber zum Boiler. Und die isolierte Leitung kommt da oben ein T-Stück rein mit Absperrhahn für die Seite und für die Seite oder rüber. Ja, das ist das nächste, was ich mache. Aber für heute war es das jetzt mal. Der Kessel oder der Speicher ist da, wo er sein soll oder wo ich ihn wollte. War ein bisschen mehr Arbeit, als ich mir erhofft habe. Tut mir leid, dass ich nicht immer genau in die Kamera schaue. Die Kamera ist da und der Bildschirm ist da. Darum ist das ein bisschen komisch für mich. Aber ja, das ist es. So wird es sein. Dann kommt noch, wie gesagt, da
rundum 10 cm Glaswolle rundum mit Aluminiumabdeckung. Das gleiche oben. Und unten haben wir jetzt da die 10 cm XPS. Dann habe ich auch nachgeschaut, ob das XPS überhaupt ausreichend ist. Und laut Hersteller pro Quadratmeter 25 Tonnen belastbar. Also leicht, weil der Kessel hat ja geladen nur 1100 Kilo. Also Gott sieht das leicht aus. Ja. Jetzt geht es darum, dass ich noch die ganzen Leitungen anschließe. Dann noch Dichtungen organisiere. Das kann ich noch schnell abmessen, wie groß die Dichtungen sein müssen. Dann kann ich den organisieren. Ja, und dann war es das. So, wie zuvor gesagt. Da kommt jetzt ein Gewinderohr gerade aufgeschweißt, wo ich den drauf drehen kann, bevor ich mit der Leitung weggehe. Aber da werde ich mit Doppel-Innengewinde nehmen, ist einfacher. Ja. Dann war es das für heute. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.